Hallo zusammen, ich bin Vanessa. Und ich bin Harry. Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Weihnachten. Das Fest kommt bald. Weihnachten ist das schönste Fest des Jahres. Viele Menschen in Deutschland lieben diese Zeit. Das ist wahr. Bevor wir anfangen, möchten wir euch um etwas bitten. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch ist sehr wichtig für uns. Bitte drückt. Und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr abonniert, werdet ihr Teil unserer Familie. Ihr bekommt eine Benachrichtigung für jede neue Episode. In den Kommentaren könnt ihr uns schreiben, wie feiert ihr Weihnachten? Oder was ist euer Lieblingsweihnachtsbrauch? Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Macht unsere Familie größer. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Es hat alle Wörter und alle Traditionen. Okay, jetzt beginnen wir. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Lass uns anfangen. Harry, was ist Weihnachten genau? Weihnachten ist ein großes Fest. Es ist am 25. Dezember. Das ist der Geburtstag von Jesus Christus. Das ist ein religiöses Fest? Ja, es ist religiös. Aber heute feiern auch viele Menschen Weihnachten, die nicht religiös sind. Es ist eine Tradition. Und wann beginnt die Weihnachtszeit? Die Weihnachtszeit beginnt Anfang Dezember. Manche Menschen sagen, sie beginnt am 1. Dezember. Das ist einen Monat vor Weihnachten? Genau, einen ganzen Monat lang bereiten sich die Menschen vor. Sie dekorieren ihre Häuser, sie kaufen Geschenke. Und was ist das Ziel von Weihnachten? Das Ziel ist, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Man isst zusammen, man feiert zusammen, man teilt Liebe und Freude. Das klingt wunderbar. Ja, es ist wirklich wunderbar. Weihnachten ist das Fest der Liebe und Zusammengehörigkeit. Harry, wie dekorieren Deutsche ihre Häuser zu Weihnachten? Da gibt es viele Möglichkeiten. Zunächst der Weihnachtsbaum. Das ist sehr wichtig. Der Weihnachtsbaum? Ja, ein grüner Baum, meistens eine Tanne. Viele Familien kaufen einen echten Baum. Und wie wird der Baum dekoriert? Mit Kerzen, mit Kugeln, mit Lampen. Die Kugeln sind verschiedene Farben: Rot, Silber, Gold, Blau. Und noch? Es gibt auch eine Spitze oben auf dem Baum, meistens ein Stern. Der Stern symbolisiert den Stern von Bethlehem. Das ist schön. Und was noch? Lichter und Girlanden, rote Girlanden, grüne Girlanden, überall in den Häusern und außen. Und draußen? Draußen gibt es auch Dekoration, an den Häusern, an den Fenstern. Manche Häuser haben viele Lichter. Das muss sehr schön aussehen. Ja, es ist sehr schön. Die ganze Stadt wird hell und farbig. Und was ist noch wichtig? Der Adventskranz, das ist ein Kranz mit 4 Kerzen. Jede Woche zündet man eine Kerze an. So warten die Menschen auf Weihnachten. Harry, es gibt Weihnachtsmärkte in Deutschland, richtig? Ja, Weihnachtsmärkte sind sehr beliebt. Sie öffnen im November und Dezember. Was kann man dort machen? Man kann viele Dinge kaufen. Handgemachte Dinge, Spielzeug, Dekoration, Schmuck. Und zu essen? Oh ja, es gibt viel zu essen. Nüsse, Obst, Gebäck und heiße Getränke. Welche heißen Getränke? Punsch, warme Schokolade, Tee mit Gewürzen. Diese Getränke sind sehr warm und sehr lecker. Und Gebäck? Es gibt Lebkuchen. Lebkuchen ist ein spezielles Weihnachtsgebäck. Es hat Gewürze wie Zimt, Nelken und Anis. Das klingt interessant. Ja, und es gibt auch Stollen. Das ist ein Kuchen mit Rosinen und Nüssen. Und noch? Plätzchen, viele verschiedene Plätzchen. Kleine, süße Kekse. Mit Schokolade, mit Marmelade, mit Zucker. Das muss lecker sein. Sehr lecker. Deutsche Menschen backen viele Plätzchen in der Weihnachtszeit. Harry, wie ist es mit Weihnachtsgeschenken? Weihnachtsgeschenke sind sehr wichtig. Familien tauschen Geschenke aus. Welche Geschenke gibt es? Es gibt alle Arten von Geschenken. Spielzeug für Kinder, Bücher, Kleidung, Elektronik, Schmuck. Und wann öffnet man die Geschenke? Am 25. Dezember, am Morgen, das ist Weihnachtstag. Die Familie sitzt zusammen und öffnet die Geschenke. Das klingt schön. Ja, es ist ein sehr schöner Moment. Alle sind aufgeregt. Die Kinder sind am meisten aufgeregt. Und der Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer. Die Geschenke liegen unter dem Baum. Am Morgen öffnen alle die Geschenke. Das ist wie eine Überraschung? Genau, es ist eine Überraschung. Man weiß nicht, was im Paket ist.
Und wie viel Geld gibt man für Geschenke aus? Das ist verschieden. Manche Familien geben viel Geld aus, andere nicht so viel. Es kommt auf die Familie an. Das ist wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist die Zeit zusammen. Das Geschenk ist nur ein Symbol der Liebe. Harry, wie ist es mit dem Weihnachtsessen? Das Weihnachtsessen ist sehr wichtig. Die Familie sitzt zusammen und isst zusammen. Was isst man an Weihnachten? Das ist verschieden. Manche Familien essen traditionelle Gerichte, andere essen moderne Gerichte. Welche sind die traditionellen Gerichte? Mit Kartoffeln, mit Gemüse, mit verschiedenen Fleischsorten. Manche Familien machen Braten. Und zu Beginn? Es gibt eine Suppe oder eine Vorspeise, dann das Hauptgericht, dann der Nachtisch. Und was sind Nachtische? Kuchen, Pudding, Eiscreme, Obst, alles was süß ist. Und wie lange dauert das Essen? Das Weihnachtsessen kann 2 bis 3 Stunden dauern. Man isst langsam und genießt die Zeit. Und die Familie? Die ganze Familie sitzt am Tisch. Eltern, Kinder, Großeltern, manchmal auch Verwandte und Freunde. Das ist sehr schön. Ja, es ist einer der schönsten Momente. Alle sind zusammen, alle sind glücklich. Harry, gibt es spezielle Weihnachtstraditionen? Ja, es gibt viele Traditionen. Jede Familie hat ihre eigenen Traditionen. Zum Beispiel Viele Familien singen Weihnachtslieder, zusammen am Weihnachtsabend. Weihnachtslieder? Ja, Lieder wie Stille Nacht oder O Tannenbaum. Diese Lieder sind sehr alt und sehr bekannt. Und noch? Viele Familien gehen zu Weihnachtsfeiern in der Kirche. Sie singen zusammen und beten. Und noch? Manche Familien machen Spazieren. Sie gehen in die Stadt und schauen die Weihnachtsdekoration. Das klingt schön. Ja, die Städte sind sehr schön zu Weihnachten. Überall sind Lichter und Dekoration. Und noch? Weihnachtsfilme. Viele Menschen schauen Weihnachtsfilme zusammen. Das ist eine Tradition in vielen Familien. Welche sind beliebte Filme? Das Wunder von Bern, 3 Nüsse für Aschenbrödel. Das sind klassische Weihnachtsfilme. Und noch? Briefe an den Weihnachtsmann. Manche Kinder schreiben Briefe an den Weihnachtsmann. Sie erzählen, was sie wollen. Das ist süß. Ja, sehr süß. Der Weihnachtsmann ist ein sehr wichtiger Teil der Weihnacht für Kinder. Harry, wer ist der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann ist eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. Er bringt Geschenke. Und wie sieht er aus? Der Weihnachtsmann hat einen langen weißen Bart. Er trägt ein rotes Kostüm. Er hat eine rote Mütze. Und wo lebt er? Der Weihnachtsmann lebt am Nordpol. Das ist die Geschichte. Er hat Wichtel, die Spielzeug machen. Und wann kommt er? Der Weihnachtsmann kommt in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember. Er fliegt mit seinem Schlitten. Mit seinem Schlitten? Ja, ein Schlitten mit Rentieren. Die Rentiere fliegen durch die Luft. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, Kinder lieben diese Geschichte. Sie freuen sich auf den Weihnachtsmann. Und die Eltern? Die Eltern spielen mit. Sie helfen dem Weihnachtsmann. Sie legen die Geschenke unter den Baum. Das ist süß. Sehr süß. Es ist eine wunderbare Familientradition. Harry, ist Weihnachten überall in Deutschland gleich? Nein, es gibt regionale Unterschiede. Jede Region hat ihre eigenen Traditionen. Zum Beispiel? Im Süden, in Bayern, sind die Traditionen anders als im Norden. Im Norden sind die Traditionen religiöser. Religiöser wie? Es gibt mehr Prozessionen, mehr Gottesdienste. Die Menschen gehen öfter zur Kirche. Und im Norden? Im Norden sind die Traditionen säkular, mehr Fokus auf Familie und Spaß, weniger auf Religion. Und andere Unterschiede? Das Essen ist auch verschieden. Im Süden gibt es traditionelle bayerische Gerichte, im Norden andere Gerichte. Und die Dekoration? Die Dekoration ist auch verschieden. Im Süden gibt es traditionelle Dekoration, im Norden moderne Dekoration. Das ist interessant. Ja, Deutschland ist groß. Jede Region hat ihre Besonderheit. Harry, wie feiert man Weihnachten mit Kindern? Mit Kindern ist Weihnachten noch schöner. Kinder bringen Freude und Aufregung. Was macht man mit Kindern? Man macht viele Aktivitäten. Man backt Plätzchen zusammen. Man dekoriert zusammen. Man singt Lieder zusammen. Das ist schön. Ja, und man erzählt Weihnachtsgeschichten. Man liest Bücher über Weihnachten. Und noch? Man macht Adventskalender. Ein Adventskalender hat 24 kleine Türchen. Jeden Tag öffnet man eine Türe. Und was ist darin?
Kleine Geschenke, Schokolade, Spielzeug, kleine Überraschungen, das macht Kinder glücklich. Das ist wunderbar. Ja, Adventskalender sind sehr beliebt bei Kindern. Und am 25. Dezember? Am 25. Dezember öffnen die Kinder ihre Geschenke. Sie sind sehr aufgeregt und sehr glücklich. Das ist der beste Tag für Kinder? Ja, der 25. Dezember ist der beste Tag des Jahres für viele Kinder. Harry, wie grüßt man sich zu Weihnachten? Es gibt verschiedene Grüße. Der häufigste Gruß ist Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten? Ja, das bedeutet, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Happy Christmas. Und noch? Man sagt auch weihnachtliche Grüße. Das ist formaler. Und zwischen Familie? Zwischen Familie sagt man einfach Frohe Weihnachten oder Schöne Weihnachten. Und wann sagt man das? Normalerweise am 24. Dezember am Abend oder am 25. Dezember am Morgen. Und gibt es Weihnachtskarten? Ja, manche Menschen schreiben Weihnachtskarten. Sie schreiben gute Wünsche für das neue Jahr. Das ist schön. Ja, eine Weihnachtskarte ist ein schönes Geschenk. Sie zeigt, dass man jemanden mag. Und im Geschäft? Im Geschäft sagt man auch Frohe Weihnachten oder schöne Feiertage. Das ist höflich. Ja, sehr höflich. Alle Menschen wünschen sich frohe Weihnachten. Harry, hast du Tipps für eine schöne Weihnachtszeit? Ja, sehr viele Tipps. Tipp Nummer 1: Beginn früh. Fang im November an zu planen. Warum früh? Weil dann nicht alles zu stressig ist. Man hat Zeit für Dekoration, für Planung, für Einkaufen. Und noch? Tipp 2: Vergiss den Stress nicht. Es ist nicht alles perfekt. Das ist okay. Das ist wichtig. Ja, Weihnachten soll schön sein, nicht stressig. Nimm dir Zeit für Entspannung. Und noch? Tipp 3: Qualitätszeit mit Familie. Das ist das Wichtigste, nicht die teuren Geschenke. Das ist wahr. Ja, ein einfaches Geschenk mit Liebe ist besser als ein teures Geschenk ohne Liebe. Und noch? Tipp 4: Traditionellen Bräuche behalten. Das ist wunderbar, das verbindet Menschen. Und noch? Tipp 5: Teile die Freude mit anderen, nicht nur Familie, auch Freunde, auch Menschen, die allein sind. Harry, feiert man Weihnachten auch in anderen Ländern? Ja, Weihnachten wird in vielen Ländern gefeiert, aber verschieden. Wie unterschiedlich. In England gibt es Weihnachtspudding, in Frankreich andere Gerichte, in Italien noch andere. Und die Dekoration? Die Dekoration ist überall ähnlich. Weihnachtsbaum, Lichter, Girlanden, aber die Art ist verschieden. Und die Traditionen? Jedes Land hat seine eigenen Traditionen. Manche Länder haben Weihnachtsmärkte wie Deutschland, andere nicht. Das ist interessant. Ja, Weihnachten ist global, aber jedes Land macht es auf seine eigene Art. Das ist schön. Sehr schön. Es zeigt, dass Menschen überall ähnlich sind. Sie lieben Familie, sie lieben Feste. Wow, was eine Episode. Wir haben viel über Weihnachten gelernt. Ja, sehr viel. Wir haben gelernt, wie Deutsche Weihnachten feiern. Wir haben gelernt über Dekoration, Geschenke, Essen, Traditionen. Und wir haben gelernt, dass Weihnachten nicht über materielle Dinge ist. Es geht um Familie, um Liebe, um Zusammengehörigkeit. Genau, das ist der echte Geist der Weihnacht. Und jetzt das Wichtigste. Was? Daumen hoch Bitte drückt auf Daumen hoch, das hilft uns sehr. und abonniert. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für neue Episoden. Und kommentiert. Schreibt uns, wie feiert ihr Weihnachten? Oder was ist euer Lieblingsweihnachten? Oder was ist euer Lieblingsweihnachtsbrauch? Oder was ist euer liebstes Weihnachtsgebäck? Alle Kommentare sind willkommen. Erzählt uns eure Geschichten. Und teilt diesen Podcast. Teilt mit Freunden, teilt mit Familie, macht unsere Familie größer. Je mehr Menschen zuschauen, desto besser. Und das PDF in der Beschreibung. Downloadet das PDF. Es hat alle Wörter, alle Traditionen, alle Tipps. Danke, dass ihr mit uns wart. Danke für das Zuschauen. Danke für euer Vertrauen. Bis zur nächsten Episode. Frohe Weihnachten an alle. Schöne Feiertage. Tschüss. Auf Wiedersehen.